Leonhard Wule, der berühmte englische Archäologe, entdeckte und grub ab 1922 den Königsfriedhof von Ur im Vorderen Orient, im heutigen Irak aus. Und er machte ganz fantastische Entdeckungen. Ich selbst kann mich erinnern, dass ich völlig fasziniert war, als ich die Zeichnungen und Rekonstruktionen sah von Dutzenden von Dienern, die den Königen mit in das Grab gegeben wurden. Und unter anderem fanden sich in diesen Königsgräbern goldene Waffen. Waffen sind zwar aus Edelmetall schon früher bekannt, aber goldene Waffen, das ist natürlich der Höhepunkt. Und das ist natürlich nur denkbar, wo die Macht der Könige absolut ist, im Vorderen Orient zu dieser Zeit im 3. Jahrtausend und dann auch in Ägypten natürlich. Und diese goldenen Waffen sehen wir hier. Wir sehen hier einen goldenen Dolch und ein goldenes Beil. Und wir sehen darüber hinaus einen Speer aus Elektron, aus diesen Gräbern, die Wule entdeckte. Und diese fantastischen Waffen hat uns dankenswerterweise das British Museum geliehen. Es hat insofern auch eine Beziehung zu Ägypten, weil Wule war ein erbitterter Konkurrent von Howard Carter. Er wollte die tolleren Entdeckungen machen, aber nichts kann natürlich das Grab von Tutanchamun toppen. Und was fand sich im Grab von Tutanchamun? Ein goldener Dolch, aber natürlich noch spektakulärer, ein eiserner Dolch mit goldenem Griff. Warum? Weil Eisen zu der Zeit eigentlich noch nicht erfunden war und weil Meteoreisen sehr, sehr schwer zu verarbeiten war. Eisen, das also vom Himmel fiel. Und diese Eisendolche waren sozusagen das Exklusivste vom Exklusiven, noch exklusiver als die Golddolche. Denn damals kannte man ja nur Kupfer bzw. Bronze. Wie gesagt, Eisen war noch nicht erfunden. Was verbindet nun diese goldenen Waffen des Vorderen Orients und Ägyptens mit unserer Religion? Ganz einfach: im riesigen Fürstenhügel von Dieskau fand sich wahrscheinlich ein Goldschatz aus der Zeit um 1750 vor Christus. Und darunter fand sich ein Beil, und zwar ein massiv goldenes Beil. Das zeigt, auch die Herrscher in Mitteleuropa erhoben sich so weit über ihre normalen Untertanen, dass sie mit goldenen Beilen wie Göttern gleich repräsentierten, wie das im Vorderen Orient und wie das in Ägypten der Fall war. Bis dahin war es ein weiter Weg. Die ersten goldenen Waffen finden wir in Ur um 2600 vor Christus. Dann, wie gesagt, in Ägypten. Und dann geht die Sitte auf den Balkan. Wir finden beispielsweise in Perşinari, dem heutigen Rumänien, einen Hort von 12 Beilen mit einem Dolch oder Schwert, das mit einem Griff gefasst ist, sowie 4 Silberäxten. Und dieser ganze Hort wiegt fast 5 Kilo. Man sieht also, über welche ungeheuren Goldmengen und welchen Reichtum die Menschen dann auch im Südeuropa verfügten. Wenn man sich diese südeuropäischen Funde ansieht, dann sieht man, auch hier imitierte man die Repräsentation des Vorderen Orients. Das geht gleichsam nach Norden, aber unser Fund von Dieskau ist sozusagen der Höhepunkt dieser Imitation und deshalb auch so wichtig. Er ist ja auch eingebettet in einen größeren Fund und gehört vermutlich eben zu diesem außerordentlich großen Fürstengrabhügel, bei dem es sich um eines der größten Monumente handelt, das je in Mitteleuropa in prähistorischen Zeiten geschaffen wurde. Insofern passt der Goldfund auch dazu. Er zeigt aber auch, dass am Ende von Aunjetitz die Fürsten jegliches Maß verloren hatten. Die Reichen wurden immer reicher, sie maßen sich Befugnisse an und eine Repräsentation wie Pharaonen. Hunderte mussten für sie die riesigen Hügel aufschütten, die Pyramiden des Nordens. Und das endete dann natürlich 100, 200 Jahre später um 1600, vielleicht 1550, vielleicht auch unter dem Einfluss der Vulkankatastrophe von Santorin um 1620 mit schlechten Ernten im Gefolge, endete das dann auch nicht gut. Es endete vermutlich
mit dem völligen Untergang und Zusammenbruch des Aunitzer Systems. Ich könnte mir gut vorstellen, als Ergebnis eines Aufstandes der über Jahrhunderte unterdrückten Bevölkerung. Anfangs ging es den Menschen noch gut. Sie waren Teil des großen Erfolges. Am Ende passiert das, was in Gesellschaften häufig passiert. Die Reichen wollten immer reicher werden und die Armen oder die Mittleren wurden immer ärmer. Und das führt zu einem Ungleichgewicht, das gesellschaftlich nie lange funktioniert.